Die Talstation vom Matterhorn-Express heute Morgen. Das Wetter ist schlecht, wegen dem starken Wind sind die meisten Bahnen geschlossen. Und trotzdem stehen die Leute an der Kasse Schlange. Doch wer jetzt erst liest, fährt teurer. Ihr habt gerade das Ticket gelesen am Schalter. Was habt ihr gezahlt? Viel zu viel. Für die paar Pisten, die wir heute fahren können, viel zu viel eigentlich. Das heisst im Franken? 85 Stutz. Die Preise sind vergleichbar mit Frankreich oder Italien. Ein bisschen teurer, aber nicht so viel. Und dann gibt es auch die Wintersportler, die ihre Skipässe schon vorher gekauft haben. Wie habt ihr das Ticket gekauft? Jetzt gerade in der Tageskasse? Online gekauft, ja. Warum? Ja, es ist günstiger und dann hat man nicht anstehen. Ich habe es online im Dezember gekauft, weil es hat 5 oder 3% Rabatt gegeben. Möglich wäre sogar Rabatte von bis zu 25%. Gerade bei Mehrtagespass sind die Preisunterschiede frappant. Ein 6-Tagespass beispielsweise kostet im günstigsten Fall 338 Franken, im teuersten Fall 422. Das sind fast 100 Franken Unterschied. Da verwundert es nicht, dass immer mehr Wintersportler ihre Tickets frühzeitig online kaufen. Wir können den Online-Anteil signifikant erhöhen. Wir hatten letztes Jahr im Winter ungefähr einen Online-Anteil von 5% gehabt und sind jetzt bei über 30%. Wir haben sehr viel mehr Vorausbuchungen und langfristige Buchungen, also komplett unser Ziel erreicht, was wir mit den dynamischen Preisen umsetzen wollen. Erfahrungszahlen darüber, wie sich das Dynamic Pricing auf die Umsatzzahlen auswirkt, haben die Zermatter noch nicht. Doch die Bahnen haben das System sicher nicht eingeführt, wenn es unter dem Strich nicht für sie lohnte. Frühbucherrabatte locken die Masse an und die tragen erst noch das Wetterrisiko selber. Die Leute kaufen sich im Vorhinein einen Mehrtages-Skipass, unabhängig davon, wie das Wetter ist. Und so haben wir dann natürlich wieder mehr Wertschöpfung, als wenn man nur einzelne Tageskarten kauft. Und die meisten Gäste tragen das Wetterrisiko gelassen, auch wenn nur gerade 6 Anlagen von 52 offen sind. Geld gibt es keins zurück. Dann hast du einfach Pech, dann musst du schauen, was offen ist. Und eben im Dezember ist auch am Montag hat es gekudelt und dann hat ein Lift offen gehabt. Dann hast du einfach Pech gehabt und dann bist du einfach ein bisschen da. Einfach ein bisschen da sein. Das freut euch der Kurdirektor von Zermatt. Der ist überzeugt davon, dass das dynamische Preissystem dem Dorf mehr Übernachtungen bringt. Wir sehen natürlich, dass euch die Leute über die dynamischen Preise euch lang, also Ticket buchen über mehrere Tage. Und die Leute die werden ja zwangsläufig irgendwo der Destination übernachten. Also wir können euch sagen, dass das Dynamic Pricing ganz klar euch dazu beiträgt, dass die Leute mehr kommen und euch vermehrt hier buchen. Und so locken die Bahnen mit flexiblen Preisen nicht nur mehr Gäste auf die Piste, auch die Zermatterstrassen und Gassen werden weiter belebt.